Hallo und herzlich willkommen zurück zum Weihnachtsgeschenke beziehungsweise heute mal Weihnachtsdekoration nähen. Bei mir ist hier die Heizung irgendwie ausgefallen, also musste ich mich in den dicken Flocati schmeißen, wundert euch nicht. Aber es hindert mich natürlich nicht am Nähen. Heute habe ich ein richtig süßes Etwas, wie ich finde, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich versuche das mal alles hier sehr, sehr gut reinzukriegen. Wie gesagt, es ist Weihnachtsdeko und auch eine, die man ein bisschen universell benutzen kann. Das sind, hier steht auf dem Panel, Weihnachtshänger, also Christmas-Hänger, die man als Girlande hinhängen kann. Perfekt fürs Kinderzimmer oder für den Flur oder ja, egal, wo ihr halt Deko macht. Aber man kann die natürlich auch als Adventskalender nehmen. Denn ihr habt am Ende die Möglichkeit, so kleine Säckchen zu nähen. Und wenn man die nur an einer Seite annäht auf die Korde, dann hat man natürlich richtig coole Adventskalender-Säckchen. Macht ihr hier oben einfach noch eine Zahl drauf oder gibt es ja auch zum Anklippen. Finde ich auch sehr süß. Und man kann natürlich die Säckchen auch wenn man die Möglichkeit hat, noch ein Stückchen Stoff hat, dass ihr die da direkt drauf näht mit der einen Seite. Also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende, wie ihr das machen könnt. Ich werde sie als Hänger nähen. Und zwar im Prinzip jetzt nicht so einzeln, sondern in einer langen Reihe. Das heißt, ich nehme mir hier einmal mein Panel und brauche dann noch einmal Schrägband. Und ansonsten ist das eine ganz einfache Sache, so wie ich es jetzt nähe. Ihr seht, hier habt ihr oben drauf auch den QR-Code. Also grundsätzlich kann man sich auch da die Anleitung angucken. Aber ich mache es jetzt auf meine Art und Weise, wie das so ist, weil ich es gerne mir einfach machen möchte. So, als erstes müsst ihr mit einer Fleißarbeit diese ganzen Geschichten ausschneiden. Na, also die passen halt auch immer zusammen, die einzelnen Abschnitte, und dann kann man sich hier so kleine Anhänger jeweils nähen. Das ist der erste Weg und das werden wir jetzt auch mal machen. Tief durchatmen und los geht's. Eine wichtige Info finde ich, wenn man solche Projekte macht, und die möchte ich euch nicht vorenthalten, ist, arbeitet so ein bisschen nach einem Schema. Ne? Also ich habe jetzt hier auch das allererste Säckchen genäht, um zu gucken, wie ich das so machen möchte, und weiß jetzt, okay, das ist mein Vorgehen. Und jetzt werde ich wirklich die einzelnen Arbeitsschritte schön an einem Block ausführen. Das heißt, ich werde jetzt als allererstes alles ausschneiden. Dann werde ich die Säckchen jeweils immer schön nacheinander rechts auf rechts zusammennähen. Im nächsten Schritt werde ich sie dann alle schnibbeln und dann werden sie gewendet. Und eigentlich seid ihr dann schon fertig. Wenn man etwas penibler ist und das noch ein bisschen schöner haben möchte, könnt ihr natürlich die Säckchen alle noch bügeln. Das hat sich ja bei der Größe jetzt auch schnell erledigt. Und wenn man es dann noch auf die Spitze treiben will, kann man auch noch einmal außenrum absteppen. Okay, und danach werden die einfach schön an das Schrägband gelegt und oben einmal mit dem Schrägband eingefasst und dann habe ich eine schöne Deko. Also an sich ist das wirklich eine schöne, einfache Variante. Und jetzt starten wir mal endlich, gell?
habe jetzt alles ausgeschnitten. Das dauert wirklich ein bisschen länger. Jetzt ist die Frage, wie setzen wir sie zusammen? Ich gucke mir das mal an. Ach, ich glaube sogar als allererstes, obwohl ich bügel die ja eh gleich nochmal. Also wir haben hier gleiche. Jetzt sollte da wahrscheinlich hoffentlich noch eine Mütze drin sein, mindestens. Oh, das ist ein Geschenk. Geschenk, Geschenk, Geschenk. Eine. Oh nee, den haben wir auch noch. Guck mal. Oh, wie süß. Okay, also, dann mache ich die jetzt doch so zusammen, dass sie passen. Weil ich dann natürlich auch jedes Motiv habe. Okay, also. Und da ich die hinterher noch bügeln werde, nähe ich die jetzt erstmal so zusammen. Jetzt habe ich soweit alle zusammengenäht, alle Tütchen und Säckchen, und die werden jetzt gewendet. Immer schön eins nach dem anderen, kann eine Weile dauern. Und danach werde ich das Ganze bügeln. So, es geht aber super, also der Stoff ist wirklich toll, das ist ja Baumwolle. Guck mal, wie süß. So, ich fange mal mit den einfachen Sachen an. Bei den Dreiecken müssen wir unten an der Spitze, glaube ich, auch noch mal lang schnippeln. Ja, so. Ach, ist das auch schön. Dann noch ein Geschenk. Hier ist immer gut, ne? Mein alter Trick. Einmal um die Ecke legen, die andere Nahtzugabe auch um die Ecke klappen, dass man hier so richtig schön die Ecke hat. Dann kannst du reinfassen, machst aber nur mit dem Daumen, schnappst dir hier die Ecke mit den umgelegten Nahtzugaben und drehst es dann um. Und dann hast du hier unten so eine richtig schöne, ordentlich ausgeformte Ecke. Hier machen wir es genauso. Eine Nahtzugabe, noch eine Nahtzugabe, rein, drehen und fertig. Bevor ich den Stiefel wende, habe ich hier die Nahtzugabe noch mal knapp zurückgeschnitten. Hier auch mit einer Zickzackschere. Ansonsten kann man das hier in den Runden auch noch mal einschneiden. Aber bei der Zickzackschere, das passt eigentlich schon richtig gut. Und je nachdem, wie doll du hier diese Ecke genäht hast oder wie du die auch ausformen möchtest, müsstest du auch hier einmal einschneiden, damit sich das nachher gut wenden lässt. So, dann haben wir noch die
Wimpel, also die Dreiecke. Und auch hier habe ich einmal das Ganze knappkantig zurückgeschnitten. Hier geht es aber hauptsächlich um die Spitze, damit die sich nachher schön ausformt. Ich habe mich jetzt doch entschieden, die Säckchen kurz zu bügeln. Also weil die sehen ja jetzt so aus und man sieht, dass die Kanten da sich nicht so schön ausformen. Bei denen geht das noch, aber wenn man jetzt so die sieht, dann wird das halt keine so tolle Form, finde ich. Deswegen wird das Ganze einmal übergebügelt und dann sehen die ein bisschen anders aus. Und ist natürlich noch Schnibbel ab, aber ja. Wenn die Stiefel hier gebügelt werden, dann kannst du hier oben die Nahtzugabe nach innen umklappen und hier einmal mit drüber bügeln. Und dann hast du auch hier oben eine schöne gerade Linie, die man später gut mit dem Schrägband einfassen kann. So, jetzt haben wir sie hier alle. Und nun gehe ich zum Schrägband und werde sie schön gemischt aufreihen und dann eben mit hier oben mit dem Schrägband einfassen. Und dann ist alles ordentlich und sauber. Wir haben viel Grün. Ich glaube, damit starte ich mal. Erstmal brauchen wir ein ordentliches Stückchen. Dann vielleicht so. Plus. Oh, ist das süß. Ich glaube es ja nicht. So, ich habe jetzt das Schrägband wieder in der Mitte gefaltet, ganz normal. Und man sieht, ich habe die Nadel ein Stückchen wieder rübergezogen, sodass die hier schön nah an der Kante näht. Und dann wird hinten einmal verriegelt am Anfang und dann nähe ich hier einfach lang und nähe jetzt nach und nach die Wimpel hier ein. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Du nimmst einen Gradstich, ich habe jetzt hier auch ein helles Garn, damit das ein bisschen auffällt. Hier sieht man auch die Öffnung von dem Schrägband schön. Ja, und dann geht es einfach nur los, in Anführungsstrichen. Und wenn du dann alles so eingefasst hast, wie du möchtest, ich habe das jetzt hier ein bisschen enger gemacht, als ich es eigentlich geplant habe, deswegen habe ich ein paar mehr verbraucht. So, wenn du dann alle so eingefasst hast, wie du es gerne möchtest, du kannst dir ja die Abstände hier selber wählen, dann nähst du hier einfach am Ende einmal das Schrägband komplett am Ende zusammen, verriegelst und dann bist du fertig. Ja, da ist sie, die Wimpelkette. Ich finde sie total süß. Guck doch mal hier, wo haben wir ihn denn da? Genial, oder? Ja, die nehme ich jetzt mit nach Hause und dann wird die uns bestimmt die nächsten Jahre, ja, gute Dienste leisten. Ich liebe ja so Sachen, die man dann jedes Jahr wieder rausholt und ja, wo die Kinder sich dann auch dran freuen und immer sagen, oh, ne, das ist meine Erinnerung an die Kindheit. Ja, genau, die kommt mit. Mal sehen, ob ich sie ins Wohnzimmer hänge oder ob sie direkt ins Kinderzimmer kommt. Schauen wir mal. Aber ich finde es voll süß. Und es sind sogar noch kleine Tüten hier so, ich sag's mal Tüten jetzt, ne, übrig geblieben, dass ich noch was machen kann. Mal gucken. So, also, die gibt es bei mir im Shop. Ein paar sind noch da. Schnell zugreifen, dann ist die Weihnachtsdeko komplett. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!